Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute soll auf einem Canon-Event die Canon EOS 90D als offizieller Nachfolger der Canon 80D vorgestellt werden. Aus diesem Grund solltet ihr die aktuellen Preise der 80D im Auge behalten, wenn ihr eine gute Kamera zu einem günstigen Preis erwerben möchtet. Gerade jetzt zahlt es sich aus, in die Canon 80D zu investieren. In diesem Video möchte ich auf die Daten der EOS 80D eingehen und die Unterschiede zur 90D nennen. Am Ende gibt es dann noch Pros und Cons, die für bzw. gegen einen Kauf der 80D sprechen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks zu den Themen Fotografie und Videografie sowie Vlogs aus meinem Leben. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die digitale Spiegelreflexkamera EOS 80D von Canon wurde am 18. Februar 2016 offiziell von Canon angekündigt. Der Bildsensor ist ein CMOS-Sensor im Format 22,3 x 14,9 mm und bietet effektiv ca. 24 Megapixel. Das Seitenverhältnis des Crop-Sensors ist 3:2. Der Bildprozessor ist ein Digic 6. Digic steht dabei für Digital Imaging Integrated Circuit und ist Canons Name für eine Familie von Signalverarbeitungs- und Steuergeräten für Digitalkameras und Camcorder. Derzeit ist Digic als anwendungsspezifische integrierte Schaltung implementiert, die sowohl für die Hochgeschwindigkeitssignalverarbeitung als auch für die Steueroperationen in dem Produkt, in das sie integriert wurde, ausgelegt ist. Das Objektiv-Bajonett bzw. der Objektivanschluss ist für EF und EFS-Objekte ausgelegt. Die Brennweite ist dabei abhängig vom Objektiv mit einem Brennweitenumrechnungsfaktor von 1,6. Der Autofokus ist vom Typ ein TTL CT-SIR mit CMOS-Sensor. Die Abkürzung steht dabei für Through the Lens Cross-Type Secondary Image Registration. Das System hat 45 AF-Kreuzsensoren für den Weitbereich Autofokus. Da es sich bei der Canon EOS 80D um eine DSLR handelt, gibt es einen elektronisch gesteuerten mechanischen Schlitzverschluss. Dabei lassen sich Verschlusszeiten von 30 Sekunden bis zu 1/8000 einer Sekunde je nach Aufnahmemodus einstellen. Der Sucher ist ein optisches Dachkantenprisma. Das Display ist dreh- und schwenkbar und ein 3 Zoll großer TFT-Touchscreen mit einem Seitenverhältnis von 3:2 und ca. 1.040.000 Bildpunkten. Die Kamera besitzt außerdem einen ausklappbaren integrierten Blitz. Für Reihenaufnahmen steht eine Geschwindigkeit von 7 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Fotos werden dabei in JPEG und/oder CA2, das heißt Canon RAW 2, in einer maximalen Auflösung von 6000 x 4000 Pixel gespeichert. Videos werden entweder im MOV oder MP4-Format gespeichert. Dabei lassen sich folgende Frameraten verwenden. Bei Full HD, also 1080p, 59,94, 50, 29,97, 25 oder 23,98 Bilder pro Sekunde. Bei HD Ready, also 720p, sind es 59,94, 50, 29,97 oder 25 Bilder pro Sekunde. Eine Videoaufnahme mit Log ist bei der Canon 80D nicht möglich. Für diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, was Log bedeutet: Log ist eine logarithmische Tonkurve und erzeugt Aufnahmen mit extra hohem Dynamikumfang und großzügigem Belichtungsspielraum für ein einfaches Color Grading in der Nachbearbeitung. Kommen wir nun zu ein paar Unterschieden zwischen der 80D und der 90D. Der APS-C-Sensor bietet bei der 80D ca. 24 Megapixel und bei der 90D ca. 32 Megapixel. Der Prozessor bei der 90D ist vermutlich ein Digic 8, bei der 80D ist es ein Digic 6. Es wird auch erwartet, dass die 90D in 4K und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann, beziehungsweise in Full HD sogar 120 Bilder pro Sekunde. Die 80D schafft hier nur 60 Bilder pro Sekunde in Full HD. Im Gegensatz zur 80D soll die 90D einen Autofokus vom Typ Dual Pixel CMOS Autofokus bekommen, wie auch schon andere neuen Canon-Kameras in Einsätzen. Die Anzahl der AF-Kreuzsensoren soll angeblich gleich bleiben. Jedoch soll die 90D Auto-Gesichtserkennung und sogar Auto-Augenerkennung im Autofokus nutzen können. Auch wenn beide Kameras denselben Akkutyp, nämlich LPE6N, verwenden sollen, soll die Akkulaufzeit mit der 90D signifikant länger sein. Aktuell kann man die Canon EOS 80D um etwa 770 €
ohne Objektiv kaufen, wobei die 90D vermutlich ohne Objektiv 1200 € kosten könnte. Näheres werden wir dann nach der Präsentation wissen. Kommen wir nun zu den Pros und Cons, die für oder gegen einen Kauf der 80D im 4. Quartal 2019 sprechen. Fangen wir mit den Punkten an, die gegen einen Kauf sprechen würden. Ihr wollt immer die neueste Kamera haben, ihr wollt in 4K filmen, ihr wollt mit 120 Bilder pro Sekunde in Full HD filmen, ihr braucht einen schnelleren Prozessor, ihr braucht einen noch besseren Autofokus, ihr wollt eine Auflösung von 6960 x 4640 anstelle von den 6000 x 4000. Gut, kommen wir nun zu den Punkten, die für einen Kauf der Canon EOS 80D sprechen würden. Euch reichen 60 Bilder pro Sekunde in Full HD völlig zum Filmen. Die Auflösung ist euch gut genug. Der Autofokus ist ja schon super, wieso also noch besser? Braucht ihr das überhaupt? Für euch reicht die Geschwindigkeit des Prozessors der 80D vollkommen. Und der Preis der 80D ist schon recht günstig. Wenn die 90D auf den Markt kommt, wird dieser noch etwas mehr fallen. Ich besitze eine Canon 80D und bin super zufrieden mit ihr. Diese Kamera ist quasi unzerstörbar und hat mich bisher nie im Stich gelassen. Ich habe zwar überlegt, ob ich den 90D verwenden könnte, da sie eigentlich gut zu meiner 80D und EOS R passen würde, vor allem dass im Gegensatz zu EOS R bis zu 120 Bilder pro Sekunde in Full HD aufnehmen können soll. Jedoch stellt sich die Frage, ob dabei der Autofokus weiter so zu verwenden ist oder ob die elektronische Bildstabilisierung, sofern vorhanden, weiterhin funktioniert. Und die 90D hat kein Logprofil für Videoaufnahmen. Das ist für mich wirklich ein ausschlaggebender Punkt, die APS-C-Kamera doch nicht zu kaufen. Meine Kaufempfehlung liegt daher ganz klar bei der Canon EOS 80D, gerade weil sie für Leute geeignet ist, die super Qualität haben möchten und dennoch keine 1000 € ausgeben wollen. 80D oder 90D? Das ist hier die Frage. Für was würdet ihr euch entscheiden? Schreibt mir eure Antwort in die Kommentare unterhalb des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Gefällt mir da, teilt das Video und vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen. Ciao.